und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Lucien. Ja, heute bzw. diese Woche werde ich versuchen, die Bildschirmzeit von meinem Handy zu lesen. Ja, genau, meine Bildschirmzeit sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Montag, ja, hätten wir 6 Stunden. Ja, mal schauen, ob ich das überhaupt schaffe, so durchzuziehen. Genau, also heute werde ich versuchen, 6 Stunden und 11 Minuten zu lesen. Ja, also in diesem Clip hatte ich leider meine Pfoten über dem Mikrofon. Deshalb mache ich jetzt ein Voice-Over. Das ist auch noch in ein, zwei anderen Clips so, aber da werde ich auch Voice-Over machen, also es sollte nicht weiter stören. Genau das Buch, was ich als erstes für die Challenge gelesen habe, ist A Midsummer's Nightmare von Noah Stoffers. Ja, das spielt auf einer schottischen Insel an einem Elite-College. Unser Main Character heißt Ari und der kann Geister sehen und ist Teil von einer Theatergruppe. Die führen was von Shakespeare auf. Welches Stück genau, weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Ahnung von Shakespeare. Ich habe auch noch nichts von Shakespeare gelesen und so. Möchte ich auf jeden Fall mal machen, aber ja, bin ich bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Genau. Und aus dieser Theatergruppe entdecken ein paar Mitglieder, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben. Genau, das Buch hat auch einen kleinen Romance-Subplot und es werden auch die Struggles von Ari als nicht-binäre Person thematisiert, was ich auch tatsächlich sehr interessant fand in dem Buch. Ja, als ich das Buch angefangen habe für die Challenge zu lesen, war ich auch schon um einiges über die Hälfte durch damit. Ich hatte, glaube ich, nur noch so irgendwas zwischen 200 und 150 Seiten zu lesen. Okay, also ich habe das Buch jetzt beendet und ich habe noch 2,5 Stunde übrig. Aber bevor ich jetzt gleich ein anderes Buch anfange, werde ich das hier erstmal in mein Reading Journal eintragen. Ich denke, ich werde dem Buch 3,5 Sterne geben. Also das Buch war schon gut, aber mir hat das Magic System nicht so gut gefallen. Genauso wie mich die Größe dieser Insel, auf der das spielt, verwirrt hat. Weil irgendwie war das, also es klang größtenteils wie eher eine kleinere Insel, eine kleine Stadt, aber dann irgendwann wurde halt mal erwähnt, dass da einfach 3 Colleges auf dieser Insel sind. Und ich finde, irgendwie macht das nicht so viel Sinn, dass es dann nur so eine Mini-Insel ist mit, ja, und wie auch beschrieben wurde, nicht mal eine Arztpraxis oder ja, Polizei auf der Insel und dass dann trotzdem einfach 3 Colleges dort sein sollen, finde ich ein bisschen weird. Ja, es gab auch ein paar cringe Szenen, die, naja, ein bisschen seltsam waren. So, die restlichen 2,5 Stunden habe ich dann Wie die Schweine von Augustina Bazerrica gelesen. In diesem Buch geht es um unseren Main Character Marcos, dem eine Schlachterei gehört. Ja, der Twist daran ist, dass es in dieser Welt, in der das Buch spielt, die Tiere wegen einem Virus nicht mehr von den Menschen gegessen werden können. Ja, und deswegen werden dann Menschen wie Tiere gehalten, gezüchtet, geschlachtet und gegessen. Okay, also es ist jetzt Dienstagmorgen. Am Montag hatte ich bis etwas über die Hälfte von diesem Buch geschafft. Ziemlich viel über die Hälfte sogar. Dienstag anscheinend jetzt 8 Stunden 16 lesen, auf die ich nicht so viel Lust hatte. Ja, die Stunden am Montag hatten sich bis abends hingezogen, wegen kleineren Pausen und so, aber ansonsten war es eigentlich tatsächlich ganz okay gewesen, so lange zu lesen. So, 8 Stunden 16. Let's go. Okay, guten Morgen. Es ist Mittwoch. Ich habe gestern nicht wirklich irgendwas weiter gefilmt. Ja, weil 8 Stunden lesen und ich hatte dann auch noch andere Sachen zu tun. Einkaufen, kochen, Wäsche abnehmen und aufhängen und so ein Quatsch. Wollte auch einfach noch zu einer normalen Zeit ins Bett gehen, habe deswegen nichts gefilmt. Ja, aber dafür werden wir jetzt ein bisschen über gestern reden. Ich habe dieses Buch hier beendet. Wie die Schweine von Augustina Bazerrica. Ich habe dem Buch 3,5 Sterne gegeben. Ja, es war traumatisierend, dieses Buch. Und danach habe ich dann Hell Followed With Us von Andrew Joseph White angefangen zu lesen. Da bin ich auch ein bisschen über die Hälfte schon durch. Bis jetzt finde ich das sehr gut. Ich glaube sogar fast, wenn es so gut bleibt, wie es jetzt ist, dass ich dem vielleicht sogar 5 Sterne geben könnte.
Vielleicht mal schauen. Ja, bevor ich aber jetzt anfange weiterzulesen, werde ich erstmal das Buch, was ich gestern beendet habe, in mein Reading Journal eintragen, weil das habe ich gestern auch nicht gemacht. Hier ist mir gerade aufgefallen, dass das Buch Wie die Schweine die deutsche Übersetzung von Tender is the Flesh ist. Das kam irgendwie voll unerwartet, denn so wie das Buch von den meisten Booktubern beschrieben wurde, die ich so schaue, klang das jetzt überhaupt nicht nach was, was ich mögen würde. Aber ja, mir hat das Buch eigentlich doch sehr gut gefallen. Ja, kam irgendwie unerwartet. Okay, heute, wie man sehen kann, glücklicherweise nur 4,5 Stunden. Ja, da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit haben, was anderes zu machen. Ich müsste so 15 Uhr fertig sein. Hi, hallo, ich habe gerade das Buch beendet. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall 5 Sterne von mir. Ich habe zwar noch 5 Minuten für heute. Okay, hallo, guten Morgen. Heute ist Donnerstag und heute lesen wir 6 Stunden 51. Und zwar in diesem Buch, das ist eine Collection von Horror-Stories von H.P. Lovecraft. Und zwar Cthulhus Ruf, der Fall Charlie Dexter Ward, die Farbe aus dem All, Berge des Wahnsinns, Stadt ohne Namen, die Ratten im Gemäuer, Schatten über Innsmouth und die Musik des Erich Zann. Ich weiß nicht, ob ich jede von den Geschichten lesen werde oder ob ich jetzt nur 1 oder 2 lese. Mal schauen. Ja, hier drin hatte ich auch gestern noch die letzten 5 Minuten gelesen. Ja, also es ist jetzt Freitag. Ich habe am Donnerstag die ganzen 6 Stunden und 51 Minuten in diesem Buch hier gelesen. Aber trotz der langen Zeit bin ich nur bis zur Seite 114 gekommen. Das Einzige an dem Buch ist irgendwie der Plot der Stories, aber ansonsten ist eigentlich nichts weiter gut an dem Buch. Das Vorwort war schon sehr seltsam und irgendwie schlecht. Genau, der Schreibstil ist sehr zäh, so nach dem Motto, es barst eine Blase, die birst. Ja, das steht so in dem Buch. Ich komme mit dem Schreibstil einfach nicht klar. Und außerdem ist das Buch auch voller Rassismus und Racial Slurs. Also ja, ich werde das definitiv erstmal nicht weiterlesen. Ja, und deswegen lesen wir das Buch heute, Schere, Stein, Papier von Sig. Bin mir nicht ganz sicher, ab wann man was eine Biografie bzw. Autobiografie nennen kann. Keine Ahnung, aber er erzählt auf jeden Fall von seinem Leben und von seiner Drogensucht und Haft und sowas. Genau, also das wird heute gelesen. Mein Freund hat mir das empfohlen, by the way. Genau, und heute werden ganze 7 Stunden und 21 Minuten gelesen. Yay. Ich fahre heute auf jeden Fall auch noch in den Garten und wir grillen. Ja, mal schauen, wie viel ich dort überhaupt schaffe zu lesen. Okay, es ist Samstag heute. Ich habe gestern Abend, ja, 23 Uhr circa aufgehört mit Lesen. Und deswegen habe ich heute noch 52 Minuten, die ich heute noch dazu rechne, weil ich das gestern nicht geschafft habe. Ja, ich weiß nicht, ich bin halt beim Lesen auch schon fast eingeschlafen. Ja, deswegen mache ich das heute noch mit. Ja, und ansonsten sind heute noch 5 Stunden 51, die wir lesen. Zu dem Buch finde ich bis jetzt sehr interessant. Ich bin bei Seite 164. Ich habe tatsächlich ein bisschen Kopfschmerzen. Es ist auch schon Mittag. Genau, dann werde ich jetzt zuerst noch die knappe Stunde lesen und genau danach noch die 5 Stunden 51. Okay, hey, hallo, es ist Montag mittlerweile. Ich habe gestern tatsächlich fast gar nichts gelesen, denn ich war im Botanischen Garten. Ich habe davor ein paar Seiten gelesen, auf der Hinfahrt ein bisschen Audiobuch gehört. Ja, aber ich habe die Zeit nicht ganz geschafft. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen über eine halbe Stunde gehabt gestern. Ja, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt nicht weiterlese. Ja, und quasi das Video damit beende, weil also am Anfang dachte ich, es geht ganz gut. Ich hatte nicht wirklich Schwierigkeiten, die ganzen Stunden lang zu lesen, aber so der letzte Tag jetzt, ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr, ein Buch überhaupt in die Hand zu nehmen und anzufangen zu lesen. Genau, und da die Woche auch sowieso schon rum ist,
ja, werde ich diese 3 Stunden jetzt auch nicht irgendwie nachholen oder so. Genau, ich würde jetzt am Ende nicht unbedingt nochmal die Bücher durchgehen, die ich gelesen habe. Ich habe ja, nachdem ich die beendet habe und so, eigentlich so gut wie alles darüber gesagt, was ich eigentlich darüber sagen wollte. Ja, von daher mache ich das jetzt auch nicht. Ich glaube, ich werde sowas so schnell nicht nochmal machen, weil das schon auch mit den letzten Tagen echt anstrengend geworden ist und ich auch zu einfach überhaupt nichts mehr anderes gekommen bin und dann noch teilweise sehr fertig vom Lesen war. An sich ist echt crazy, dass ich wirklich so viele Zeit teilweise an meinem Telefon verbringe. Okay, ich habe auch mal zusammengerechnet, wie viele Minuten das insgesamt waren. Also ohne Sonntag waren das jetzt 2336 Minuten. Und in der Zeit habe ich so circa 1178 Seiten gelesen. Das wären quasi so 1,98 Minuten, also quasi fast 2 Minuten pro Seite. Ja. Ist, denke ich, ganz okay. Ist jetzt auch nicht irgendwie wichtig oder so, aber ja, ich dachte, ich rechne das mal aus. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten. Tschüss.